Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Tag 5, das Experiment. Es wird spannend. Der Tag fängt mit einer Tasse Tee und mit einer Birne an. Ich habe in der Nähe eine lange Allee mit Haselnussbäumen. Da möchte ich mir ganz viele Nüsse aufsammeln und trocknen. Zwei große Buchen stehen bei uns in der Siedlung. Da habe ich ein paar Bucheckern gesammelt. Dieses Jahr sind die gar nicht so voll, viele sind leer, aber für heute Abend reicht es erstmal, so eine Handvoll. Die haben einen leichten, nussigen Geschmack. Sammeln von Bucheckern ist richtig mühsam. Die sind winzig und wenn man die aufpellt, sind die noch kleiner, schmecken dafür umso besser. Angekommen zu Hause habe ich meine Ausbeute zum Trocknen ausgelegt. Das wird für ein paar Tage reichen. Für die Hauptmahlzeit hole ich ein paar Kartoffeln raus. Auf die kann ich mich wirklich verlassen. Ich mag sehr, sehr gerne Kartoffeln und pflanze überall ein, wo es nur geht. Ein paar Exemplare sind grün geworden. Die lagere ich bis zum nächsten Frühjahr einfach im Keller und benutze zum Einpflanzen. Pellkartoffeln mit Salat, das soll heute sein. Und das sind so schöne Salatköpfe, die ich noch stehen habe. Die pflücke ich jetzt ab. Den Rest lasse ich weiter wachsen, also ich rupfe den nicht komplett raus. Da kann noch ein Salatkopf nachwachsen, wenn das Wetter dann mild sein wird. Das ist die Vogelmiere und Franzosenkraut. Die kommen auch in den Salat. Der Kerbel und der Winterportulak haben sich so extrem ausgesamt dieses Jahr. Und da wir den Boden nicht umgraben, sprießen die jetzt im Oktober überall. Das ist mein experimenteller Acker mit Spinat. Da kommen auch ganz, ganz vitale Pflänzchen raus. Vielleicht habe ich noch die Chance, im Dezember Spinat zu ernten. Kapuzinerkresse ernte ich auch. Außerdem hängen noch ein paar rote Tomaten im Bohnenzelt. Das ist meine heutige Ausbeute. Salat, Tomaten und ganz, ganz viele Kartoffeln. Die grünen habe ich noch nicht aussortiert, aber die kommen tatsächlich in den Keller und dann im Frühjahr als Pflanzkartoffeln in die Erde rein. Die Kartoffeln kommen mit der Schale ins Wasser rein und brauchen so circa 15 Minuten. Dann ist mein Mittagessen auch schon fertig. Es sind sehr, sehr viele Kartoffeln. Ich glaube, das reicht für mich alleine für 3 Mahlzeiten. Auch die kleinsten koche ich gerne mit und verschwende nichts. Die sind manchmal in der Haselnussgröße und mit der Schale kann man die natürlich dann auch ganz gut essen hinterher. Oft hörte ich, dass die Schale giftig sein soll. Ich esse die aber sehr, sehr gerne mit und es ist noch nie was passiert.
Wie ist eure Meinung zu der Kartoffelschale? Ist sie giftig? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Im Salat vermisse ich Öl. Die Eicheln habe ich im Wasser eingeweicht, das Wasser stetig gewechselt und nach 3 Tagen kann man die rösten und interessant schmecken die, ganz schön nussig und tatsächlich genießbar. Angeröstet kann man die auch zu Mehl verarbeiten und daraus Brot backen. Und jeden Tag stelle ich mir die Frage, könnte ich immer so leben, wenn ich müsste? Ohne Einkaufen, ohne Öl und andere leckere Sachen im Supermarkt? Das weiß ich immer noch nicht. Beschäftigst du dich auch mit dem Thema? Schreib mir gerne in die Kommentare. Was sind deine Bewegungsgründe? Die Ernährung wird von jedem individuell gestaltet. Meine Favoriten sind mittlerweile die Melde, die Brennnessel, die Kartoffeln, die Kürbisse, die Zucchinis, Amaranthblätter, Mangold. Auch heute bin ich satt geworden. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und auf Wiedersehen.